Willkommen auf meinem Kanal. Heute widmen wir uns den Arbeitslosenzahlen und die Auswirkungen auf Investitionen sowie der Börse. Am Ende des Videos wird kurz mein Zockerdepot vorgestellt bzw. ein kleiner Überblick gegeben. Ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also, lasst uns loslegen. Ich weiß, mein Kanal ist jung und frisch, aber dennoch würde ich mich sehr freuen um jedes Like bzw. Abonnement von euch. Ihr unterstützt mich damit und gebt mir natürlich positives Feedback, um Ansporn weiterzumachen. Dankeschön. Die Arbeitslosenquote ist ein wichtiger Indikator für die Wirtschaft eines Landes. Sie gibt den Anteil der Personen an, die nicht in einem aktuellen Arbeitsverhältnis stehen und bei der Agentur von Arbeit als arbeitslos gemeldet sind. Man sieht, bei dieser Art der Aufnahme kann man etwas tricksen, da Personen, die in einem Kurs oder ähnlichen Veranstaltungen untergebracht sind, durch diese Statistik nicht aufgenommen werden. Dennoch gibt die Arbeitslosenquote einen Überblick über die Gesundheit einer Wirtschaft. Allgemein lässt sich sagen, je niedriger die Arbeitslosenquote, desto gesünder die Wirtschaft, je höher die Arbeitslosenquote, desto problematischer ist es. Wobei dies auch im Detail zu betrachten gilt. Beginnen wir mit den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen. Grundsätzlich betrachtet bedeutet eine hohe Arbeitslosigkeit ein eher negatives Bild für die Entwicklung der Wirtschaft und eine niedrige Arbeitslosigkeit eine eher positive Entwicklung der Wirtschaft. Jedoch muss man dies auch im Detail betrachten. Was bedeutet das? Eine niedrige Arbeitslosenquote geht meistens mit einem hohen Optimismus in der Bevölkerung einher, was die Zukunft des Landes betrifft. Gleichzeitig steigern sich dadurch Konsumausgaben, dadurch, dass wenn mehr Personen in einem Arbeitsverhältnis sind, mehr eingenommen wird im Durchschnitt und dadurch auch mehr ausgegeben werden kann. Gleichzeitig steigen auch die Gehälter. Das Problem hierbei ist, es führt dadurch zu höherer Inflation. In diesem Fall sieht man sofort, die makroökonomischen Einflussfaktoren beeinflussen sich gegenseitig, da Inflation genau wie Arbeitslosigkeit ein wichtiger Bestandteil oder ein wichtiger Indikator der makroökonomischen Sichtweisen sind. Weiters steigen natürlich die Steuereinnahmen des Staates, da durch ein zusätzliches Einkommen auch zusätzliche Steuern anfallen. Im selben Moment sinken auch die Sozialausgaben des Staates, was dem Staat natürlich ermöglicht, besser oder anders zu finanzieren, was wiederum die Wirtschaft ankurbelt. Damit lässt sich grundsätzlich sagen, steigt die Arbeitslosigkeit, nimmt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung oder die Aussicht darauf ab, was eher negativen Effekt auf Investitionen und den Aktienmarkt bedeutet. Fällt die Arbeitslosigkeit hingegen, ist das Bild invers und somit steigt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, was wiederum einen positiven Effekt auf diverse Investitionen und den Aktienmarkt mit sich bringt. Den nächsten wichtigen Punkt an, der durch Arbeitslosigkeit maßgeblich beeinflusst wird. Es sind die Sozialsysteme. Bei steigender Arbeitslosigkeit nimmt der Druck auf die Sozialsysteme zu. Warum ist das so? Natürlich sehr einfach erklärt, durch mehr arbeitslose Personen steigt der Betrag an Arbeitslosengeld, den der Staat für diese Personen aufbringen muss. Gleichzeitig sinken die Steuereinnahmen dadurch, dass Personen, die Arbeitslosengeld beziehen, keine Steuern generieren. Zumindest in Ländern, in denen Sozialsysteme überhaupt vorhanden sind. Fällt die Arbeitslosigkeit oder Arbeitslosenquote, werden die Sozialsysteme hingegen entlastet, die Steuereinnahmen des Staates steigen, die Investitionsmöglichkeiten des Staates in Infrastrukturprojekte oder andere möglicherweise sinnvolle Projekte steigen auch. Dadurch steigt der Optimismus an der Börse, was wiederum dazu führt, dass Aktienkurse
bzw. Investitionen eine positive Entwicklung haben können. Der nächste Punkt, der durch die Arbeitslosigkeit maßgebend beeinflusst wird, ist die Geldpolitik. Dadurch die Geldpolitik der Staat ein Werkzeug hat, mit dem er die Arbeitslosigkeit bekämpfen, also verringern oder auch bei gegebenen Umständen erhöhen kann, wie zum Beispiel im aktuellen Umfeld. Nun, wie kann man sich das vorstellen? Rund der Arbeitsmarkt, also sprich bei einer niedrigen Arbeitslosenquote und einer starken Wirtschaft, kann der Staat die Zinsen erhöhen, um eventuell davon zu profitieren. Das bedeutet, dass bei steigender Arbeitslosigkeit die Zinsen im Regelfall eher fallen und dadurch die Geldpolitik einen positiven Effekt auf Investitionen und die Börse haben. Grundsätzlich verhält sich das Ganze invers bei sinkender Arbeitslosigkeit. Was das generell bedeutet, können wir anhand eines einfachen Charts betrachten. Auf diesem Chart ist in Schwarz die Arbeitslosenquote der Vereinigten Staaten dargestellt und in Orange die Entwicklung des Dow Jones. Man kann außerdem lilane Kästchen erkennen. Die lilanen Kästchen zeigen die Perioden sinkender Arbeitslosigkeit und man kann ganz leicht erkennen, dass in den letzten 30 Jahren immer bei sinkender Arbeitslosigkeit der Dow Jones angestiegen ist im gleichen Zeitraum. Was bedeutet, wenn die Arbeitslosigkeit nach unten geht, kann man zumindest einen Zusammenhang mit steigenden Aktienkursen bemerken. Interessant zu beobachten ist, dass bei steigender Arbeitslosigkeit das Bild nicht so klar ist. Aktuell sieht man, dass die Arbeitslosenquote auf einem relativ niedrigen Niveau verharrt. Der Grund hierfür ist vielseitig. Zum einen eine starke Wirtschaft oder eine vermeintlich starke Wirtschaft. Zum anderen liegt es daran, dass viele Personen in Pension gehen und verhältnismäßig weniger Personen nachrücken. Wenn jetzt natürlich, ganz einfach gesprochen, 100 Personen oder besser gesagt 100 Personen in Pension gehen und gleichzeitig aber nur 50 Personen nachrücken, aber auch nur 50 Stellen geschaffen werden, wirkt das, als wäre die Wirtschaft stark, zumindest bezogen auf die Arbeitslosenquote, da die Arbeitslosenquote gleich bleibt. Jedoch würde sich ja die Wirtschaft reduzieren, weil weniger neue Arbeitsplätze geschaffen werden und dadurch kann dieses Bild etwas verzerrt werden. Deshalb kann man zusammenfassend in diesem Punkt sagen, dass bei fallender Arbeitslosigkeit die Tendenz auf einen steigenden Aktienmarkt hoch ist und dadurch die Möglichkeiten bzw. die Sinnhaftigkeit eines guten Investments sehr leicht gegeben sind. Bei einem inversen Verhalten ist es umso schwieriger, die richtige Entscheidung zu treffen. Jetzt ein paar Worte kurz zum Zockerdepot. Das Zockerdepot hier im Überblick dargestellt, ist aktuell knapp 17,5% im Plus. Es ist jetzt nicht komplett neu gestartet, es läuft seit, ich glaube, in etwa einem halben Jahr. Man kann erkennen, dass die Entwicklung aktuell nicht so schlecht ist. Kurz zu den Einzeltiteln, die in diesem Depot sind. Der erste Titel, der hier zu sehen ist Arc Resources, im Endeffekt ein Rohstoffwert. Dieser ist mittlerweile leider etwas im Minus, wobei ich für meinen Teil denke, dass aktuell ein guter Zeitpunkt bzw. ein Rohstoffzyklus bevorsteht. Warum das so ist, kann in einem anderen Video gerne erklärt werden. Natürlich habe ich wieder meine Südzucker-Aktie dabei, wie in meinem Hauptdepot. Denke ich auch, dass der Wert eben in diesem ganz gut performen wird. Es wird sich natürlich zeigen.
On Semiconductor ist schon etwas länger dabei, war auch schon wesentlich stärker im Plus, hat in den letzten Monat oder paar Wochen etwas an Rückschlägen einstecken müssen und ist bei mir zumindest kurz davor, aus dem Depot zu fliegen. Und der letzte Wert, ein sehr konservativer Wert, ist Diamondback Energy. Dieser Wert spielt den Energiesektor, wahrscheinlich den stärksten Sektor aktuell, beziehungsweise der einfachst zu handhabende Sektor momentan. Man kann erkennen, dass das Depot heute eine Performance von 0,66% hingelegt hat, was starken 70 Euro entspricht. Falls ihr euch interessiert, warum ich gerade diese Werte für dieses Depot gewählt habe, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht überlege ich dann auch hierzu ein Video zu machen.